Nach über 30 Jahren verlasse ich Deutschland. Ab nach Dubai und das mit dem Hund. Ob das wirklich funktioniert? Hallo liebe Freunde, Karim hier. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gesehen. Ich verlasse Deutschland nach über 30 Jahren und das auch noch mit dem Hund nach Dubai. Ob das wirklich funktioniert, das werde ich euch hier erzählen oder wie so der Stand der Dinge ist. Und vor allem, was meine Beweggründe sind, was ich hier mit diesem Kanal bezwecke und was meine Motive sind. Also zunächst einmal, was will ich mit diesem Kanal hier bezwecken? Ich will zum einen natürlich euch so ein bisschen meine Reise zeigen, meine Auswanderung, was so alles mit dazugehört, was man beachten muss, vor allen Dingen auch mit Hund. Business, meldet man sein Business hier ab, baut man da ein neues Business auf, wie soll das funktionieren? Auch so diese ganzen Sachen, die man vielleicht noch gar nicht im Kopf hat, ne? Also muss man die Wohnung abmelden, sollte man die Wohnung überhaupt abmelden und all diese Sachen, die mich so die letzten Wochen und Monate wirklich beschäftigt haben. Wie räumst du deinen Keller aus oder was machst du überhaupt damit und so weiter und so fort. Zum anderen, wie ich schon gesagt habe, ich will euch Dubai zeigen von der anderen Seite. Es gibt sehr, sehr viele YouTube-Kanäle mittlerweile zu Dubai, was ich ganz nice finde. Aber es gibt kaum einen Kanal, der das Ganze eventuell mit Hund zeigt, ja. Aber was noch viel wichtiger ist, wirklich mal behind the scenes. Das heißt zu sehen, okay, wie leben eigentlich die Emiratis? Ich habe das Glück, dass ich Familie habe in UAE, teilweise auch Emirati-Familie. Das heißt, für mich sind diese Kulturen, die europäische Kultur, die Emirati-Kultur und alles andere, was so dazugehört, einfach auch bekannt. Und ich finde es immer schade, dass so gewisse Vorurteile vielleicht noch da sind und auch man ganz selten mal so einen Blick hat in diese Kultur. Und ihr werdet überrascht sein, wie viele Ähnlichkeiten es zwischen uns allen gibt. Und das ist so einer der Beweggründe, warum ich diesen YouTube-Kanal hier mache und dass ich euch einfach mitnehme auf meine Reise. Aber fangen wir doch mal an, warum wandere ich überhaupt aus? Grund Nummer 1, ganz einfach, die Sonne. Ich brauche Sonne. Ich bin im Winter extrem schlecht gelaunt. Ich habe keine Energie. Ich habe keine wirkliche Lust, irgendwie was zu machen. Es ist wirklich viel pushen und es macht einfach, ab einem bestimmten Alter, muss ich sagen, wird es immer schwieriger, sich dahingehend zu pushen. Und klar kann man jetzt sagen, ja, aber Dubai ist doch im Sommer mega heiß. Was machst du dann auch noch mit Hund? Ne? Aber man muss eins dazu sagen, dafür haben wir halt in Deutschland einen Winter, wo du dich kaum draußen aufhältst, auch mit Hund. Ne? Du gehst natürlich deine Gassi-Runde, aber das war es eigentlich auch schon. Und das ist, wenn du es mal in Relation stellst, genauso auch in Dubai im Großen und Ganzen im Sommer. Wobei du natürlich extrem viele Indoor-Aktivitäten hast, auch für Hunde. Du musst eigentlich nirgendwo auf die Klimaanlage verzichten, ob das eine Bushaltestelle ist, ob das ein Fahrstuhl ist. Ja? Also wirklich überall hast du eine Klimaanlage. Grund Nummer 2, und das ist, glaube ich, einer der Hauptbeweggründe, ist einfach das Mindset. Ja, einer der Lieblingswörter aktuell, Mindset, aber es ist wirklich so. Also ich bin als Selbstständiger, als Unternehmer, fällt es mir in Deutschland immer schwerer, mich zu motivieren und auch mal den nächsten Schritt zu gehen, zu wachsen, weiter zu wachsen, weil man einfach sieht, okay, ich habe keine wirkliche Motivation und ich mache das jetzt auch nicht seit gestern. Aber mir fehlt so ein bisschen die Vision, wie soll es hier weitergehen. Mir fehlt auch wirklich diese positive Energie, die ich brauche. Und ich habe einfach festgestellt, dass gerade in den letzten Monaten das immer weiter abgenommen hat. Ich bin keiner, der irgendwie alles schwarz sieht, ja, oder nur in schwarz und weiß. Ich glaube, das ist so oder so nicht machbar. Aber für mich als Unternehmer, als Selbstständiger, oder als Person, der mehr erreichen will im Leben, fällt es immer schwieriger, hier morgens aufzustehen, sich zu pushen, ins Büro zu fahren, vor den Mitarbeitern zu stehen, mit guter Laune, mit Motivation als Role Model. Und das ist wirklich einer der Beweggründe. Ich muss sagen, in Dubai, die Leute sind natürlich aus bestimmten Gründen dort. Ne? Das heißt, die Leute haben alle irgendwelche Ziele.
Egal welcher Nation, du hast eigentlich eine Gemeinsamkeit, und zwar, dass man mehr erreichen will. Du arbeitest relativ viel in Dubai, muss ich sagen, aber es ziehen alle an einen Strang und das fehlt mir hier extremst. Ich will jetzt nicht näher auf die ganzen Details eingehen, warum ist das so und so weiter und so fort, aber mir fehlt einfach so dieses Gefühl, und das hat man in Dubai, okay, wir erreichen hier Großes, wir schaffen Großes. Und das fehlt mir in Deutschland. Und wie gesagt, ich bin jetzt hier seit über 30 Jahren, ich bin hier aufgewachsen und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du dich entscheiden musst, weil ich bin auch keiner, der irgendwie den ganzen Tag nörgelt. Ich versuche Sachen zu ändern, wenn ich sie nicht ändern kann, dann versuche ich einfach das Spielfeld zu ändern. So, und das mache ich hier. Natürlich ist es auch ein großer Schritt. Es ist kein einfacher Schritt, aber ich bin absolut davon überzeugt, wenn die Angst am größten ist, musst du springen und deswegen mache ich das jetzt einfach. Und ja, das ist einer der Gründe. Der nächste Grund ist natürlich auch einfach für den Geist, egal wo du hinwanderst, ja, für deinen Geist, ja, oder für deine Seele, glaube ich, tut es ganz gut, auch mal einfach einen Tapetenwechsel zu haben, ja. Ich bin kein Freund davon, wegzurennen von irgendwelchen Geschichten, aber ich merke so bei mir, Sachen neu zu erkunden, neue Erlebnisse zu machen, neue Menschen kennenzulernen, einfach auch wieder raus aus dieser Komfortzone, bereichert mich unglaublich. Und das habe ich immer wieder festgestellt, wenn ich in Dubai war. Bin sehr viel gependelt. Also jetzt nicht so, dass ich das erste Mal da bin und jetzt entschieden habe, okay, ich will da jetzt auswandern. Sondern klar, ich war öfters da, ich habe Freunde dort, wie gesagt auch Familie dort. Und ich glaube, dass mir das einfach wirklich gut tut. Der weitere Grund, und das ist wirklich der letzte Grund, weil ja, es schwebt immer überein, wenn man hört, als Unternehmer, da wandert jemand aus Dubai und dann denkt man doch gleich, aha, der will Steuern sparen. Ich glaube, das ist wirklich einer der letzten Gründe, zumal das auch bei mir nicht zutrifft, weil ich meine Firma nach wie vor hier in Deutschland habe. Das heißt, ich zahle eigentlich Steuern, obwohl ich gar nicht mehr hier lebe oder hier nicht mehr leben werde. Ja? Aber das sollte wirklich der letzte Grund sein. Was aber in der Tat zutrifft, es geht gar nicht so sehr um die Steuerlast, sondern um die Komplexität. Ich muss wirklich sagen, ich selber finde es immer komplizierter. Ich habe das Gefühl, man blickt immer weniger durch. Die Bürokratie wird irgendwie nicht weniger. Man hat das Gefühl, egal was man macht, ja, man hat irgendwie einen super Steuerberater, man hat eine Kanzlei, man hat dies, man hat das. Es kommt immer irgendwas dazu. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Ich zumindest als Unternehmer habe das Gefühl, es kommt immer noch irgendwas dazu. Und das ist so einer der Gründe, warum ich diesen Schritt wage. Also gar nicht so sehr um die Steuerlast, sondern um die Einfachheit. Thema Digitalisierung, klar, in Dubai extremst fortgeschritten. Es ist einfach einfacher, egal ob als Unternehmer oder als Angestellter. Die Kommunikationswege sind sehr kurz gehalten, sehr direkt. Die Bearbeitungszeit ist unglaublich schnell. Die Gesundheitsversorgung ist exzellent. Du kriegst am selben Tag gefühlt einen Termin für einen MRT, vom Montag bis Sonntag. Und all diese Sachen fördern mich einfach in meiner Weiterentwicklung, weil ich das brauche, weil ich das will und weil ich glaube, wenn du den nächsten Schritt machen willst, musst du einen gewissen Support haben. Und das ist eigentlich so die Überschrift, der Support. Es geht nicht so sehr darum zu sagen, ja, ich will jetzt hier Steuern sparen, sondern der Support. Und wie gesagt, solange du hier irgendwie eine Firma hast oder sonst was, sparst du oder so keine Steuern. Insofern, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein gesonderten Video, ja, Thema Unternehmensstruktur und eine Firma aufmachen, eventuell schließen, Steuern sparen, bla bla bla. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Ich will dieses Video auch gar nicht so lange halten. Ich würde mich wirklich extrem freuen, wenn ihr mit mir auf die Reise geht. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr eine Rückmeldung habt oder wenn ihr einfach mehr wissen wollt zum Thema Auswandern oder zum Thema Hunde und Dubai. Ich bin mir sicher, da gibt es noch jede Menge Fragen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mich supportet. Liked gerne dieses Video, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich freue mich, dass ihr mit mir auf diese Reise geht. In diesem Sinne, Freunde, bleibt gesund, bleibt glücklich.
Euer Karim.